Moin, zurück in Hamburg. Das Wetter wird langsam richtig fies. Genau der richtige Zeitpunkt, um coole Schutzbleche für euch zu testen. Und dafür mache ich mich für euch richtig nass. Oh. Ja, genau genommen geht es um den neuen S-Saver Winwing. Ein cooles neues Schutzblech, das sehr leicht ist. Wiegt nur 70 Gramm, sehr schick ist und sehr aerodynamisch. Und ob man das wirklich trocken hält, das schauen wir uns gleich mal an. Das Schutzblech kommt mit so einem Halter, der wird einfach an die Sattelstreben festgeklemmt mit so Gummibändern. Das macht einen sehr stabilen Eindruck. Gucken wir gleich mal uns an. Und dann wird das Schutzblech hier einfach werkzeugfrei raufgeklippt. Und das auch noch in verschiedenen Rasterungen. Ja, genau. Das kann man sich dann einstellen, wie man es am liebsten hat. Genau. Und wir vergleichen das Ganze mit SKS Speedrockern. Das ist natürlich total ungerecht, weil die sind natürlich riesengroß, wiegen wie das Achtfache und sollten einen hoffentlich wirklich trocken halten. Genau. Aber es ist natürlich mal ganz spannend, ob das hier für einen Notfall auch reicht, einen irgendwie möglichst elegant durch den Regen zu bringen. So, der Halter wird einfach an den Sitzstreben, wie gesagt, festgeklemmt mit den Gummis hier. Das geht super. Zack und fertig. Und zwar möglichst dicht über dem Hinterreifen. Also da steht 0,5 bis 10 mm. Und das Schutzblech wird dann nicht wie beim Original S-Saver am Sattel befestigt, sondern natürlich an dem Halter und damit genau da, wo der Dreck entsteht. Also das fliegt dann vom Hinterrad hier hoch und wird aufgehalten, bevor der ganze Schmodder überhaupt an den Hintern oder den Rücken fliegen kann. So, es gibt 3 Positionen, in denen man das Schutzblech festklemmen kann. Ich nehme jetzt erstmal die mittlere und dann gibt es hier eingeklickt, hier auf der Seite auch, das sitzt schön stramm, soll es aber auch, damit es einem nicht um die Ohren fliegt, und fertig. So, sieht jedenfalls sehr windschnittig aus, aber auch so ein bisschen labberig. Ich bin gespannt, ob das wirklich funktioniert. So, die SKS-Schutzbleche, die fixiert man auch hier mit Gummis. Erstaunlicherweise passten die jetzt aus dem Karton direkt auf meinen Backroad raus. Ich muss überhaupt gar nichts einstellen. Genau, wird auch an der Sattelstrebe unten fixiert. Genau. Und geht dann einmal schön ums Hinterrad rum. Ja, das macht einen sehr stabilen Eindruck. Und genau, da wackelt nichts. Ja, mal gucken. Das wird mich mit Sicherheit mehr trocken halten im Regen. Wenn einem das hinten nicht lang genug ist, dann gibt es von SKS auch noch so eine Extension. Die kann man hier noch ranbauen. Lasse ich aber erstmal weg. Ich habe das Gefühl, das geht schon ordentlich weit genug runter. Und SKS liefert Rahmenschutzfolie mit. Solltet ihr auch unbedingt benutzen. Also ich plane jetzt nicht hier länger als für diesen Test einmal Watt zu haben. Wenn ihr das aber vorhabt, dann unbedingt mit Rahmenschutzfolie. So, vorne das Schutzblech ist zweiteilig, also es gibt hier vorne so ein extra Blech, das mit dem hinteren verbunden wird, mit Klettverschlüssen. Klettverschluss auch hier unten an der Gabel. Verstehe ich nicht so richtig, warum SKS da nicht auch die gleichen Gummis hier hinten verbaut, weil die Haken zum Einhaken wären da. Und ich habe das Gefühl, das wäre deutlich einfacher. Diese Klettverschlüsse sind ein bisschen frickelig, aber gut, hält auch, ist auch total stabil. Ich musste auch gar nichts justieren jetzt, das ist schon mal super. Aber das Speed im Speedrocker steht nicht für schnelles Anbringen. Also man ist hier irgendwie insgesamt schon so mindestens 10 Minuten beschäftigt, wenn man geübt ist. Also wahrscheinlich eher was man dauerhaft oder zumindest länger am Rad haben möchte. Und die SKS-Schutzbleche sind für 42 mm Reifen Max freigegeben. Habe ich auch drauf, meine Pathfinder Pro. Also ja, also viel mehr Luft ist auch tatsächlich nicht. Also wenn ihr noch einen breiteren Reifen habt, dann braucht ihr irgendwie eine andere Lösung. So,
Top-Wetter hier. Leichter Nieselregen, 2 Grad. Großartig. Ja, und der Weg hier auch ein bisschen matschig. Da testen wir jetzt mal die Schuttfläche. Ich freue mich. So, ich habe extra die gelbe Regenjacke angezogen, um zu sehen, ob die dreckig wird. Und SKS-Test ist beendet. Und die Jacke ist irgendwie komplett sauber. Trotz des ganzen Matsches hier. Also das ist schon mal sehr befriedigend. Und jetzt kommt der Wing Wing. So, Regen- und Matschfahrt beendet. Mein Rad sieht aus wie Sau. Der Windwing auch, jedenfalls von unten. Also da ist ordentlich Wasser und Matsch gegen gespritzt. Und aber viel wichtiger, die Jacke ist komplett sauber von hinten. Also scheinbar, wieder erwartend, hält das Teil hier tatsächlich ordentlich Dreck ab. Ja, und sieht schick aus. Also ich fahre damit jetzt nochmal so 20 Minuten durch Nieselregen nach Hause und dann gibt es nochmal ein abschließendes Fazit. Zurück im Trocknen, das war ziemlich eklig, aber der Windwing hat tatsächlich das Schlimmste verhindert. Wieder erwartend funktioniert es tatsächlich gut und der hat meinen Hintern und meinen Rücken komplett trocken gehalten. Erstaunlicherweise. Dazu ist er leicht, stabil, sieht schick aus, voll aerodynamisch. Ja, also wenn jetzt mieses Wetter ist, werde ich den, glaube ich, montieren. Finde ich super. Nützt nicht so richtig den Leuten, die hinter dir herfahren. Die werden trotzdem dreckig. Man selber bleibt aber zumindest von hinten trocken. Für vorne muss man sich dann noch was anderes überlegen. Da wird man natürlich weiterhin nass, aber der Windwing schützt zumindest deinen Rücken und deinen Hintern. Kostet übrigens 25 € bei S-Saver und gibt es für Gravel-Bikes und Rennräder in verschiedenen Designs auch. Ja, und ich finde, kann man sich super mal anschaffen. Vielleicht zu Weihnachten als Geschenk. Ja, das war's für heute mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns schon sehr bald im nächsten Video. Bis dann. Ciao.